Was sollen wir denn tun, Otto? Ich schwöre dir, Magda, solange noch ein Tropfen Blut durch meine Adern fließt, werde ich für unsere Familie kämpfen. Der bringt uns bestimmt Glück. So wie der Stern von Bethlehem den heiligen drei Königen. Damit du es nie vergisst. Oh, Max, das ist wunderschön. Aber ich brauche doch keine Tafel, um mich an dich zu erinnern. Es tut mir sehr, sehr leid, Max, aber ich muss dich entlassen. Du weißt, dass ich dich nie entlassen würde. Hätte ich nur eine andere Wahl. Es tut mir sehr leid, meinen besten Verwalter zu entlassen. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir ein gutes Zeugnis ausstellen. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Dann werde ich mal meine Sachen packen. Warte. Selbstverständlich kannst du noch bis zum Monatsende da bleiben. Ich wollte dir nur rechtzeitig Bescheid geben. Das ist sehr anständig von Ihnen. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Max, bitte sag den anderen Angestellten noch nichts. In Ordnung. Solange ich nicht weiß, wie es hier weitergeht, möchte ich nicht, dass sie sich unnötig Sorgen machen. Ach, was wolltest du mir vorhin eigentlich sagen? Das hat sich erledigt. Du warst ein Glücksfall für dieses Gut. Und es tut mir sehr leid, dass du dein Glück hier nicht finden konntest. Er hat Nein gesagt. Max! Ich konnte nicht. Aber was ist denn passiert? Was hat Papa gesagt? Ich darf nicht darüber reden, Sophie. Max, bitte lass mich hier nicht so stehen. Ich hab's versprochen. Du musst deinen Vater selber fragen. Na, wie wär's zur Feier des Tages mit einem Schlückchen Wein? Wie schnell doch so ein guter Tropfen vor die Hunde gehen kann. Du meinst, ich sollte großzügiger sein? Das ist doch wieder typisch. Kaum sind die feinen Herren in Schwierigkeiten, müssen als erstes die Angestellten dann glauben. Der Graf ist nicht so. Er macht sich fast mehr Sorgen um sein Personal als um sich selbst. Ach, und warum schmeißt er dich dann raus? Ich bin als Letzter gekommen, also muss ich auch als Erster gehen. So läuft das eben. Kommt das gut jetzt unter den Hammer? Das wissen sowieso schon alle. Stand ja in der Zeitung, dass das Boot untergegangen ist. Wie trägt der Graf es denn? Er wahrt Haltung. Was soll er sonst machen? Aber innerlich ist er wahrscheinlich doch am Boden, ne? Ich finde, du solltest dich jetzt erstmal selbst bedauern. Schließlich hast du keine Arbeit mehr.
habe auch ein Zuhause verloren. Was sagt denn Sophie dazu? Kann sie nicht was für dich tun? Ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Weißt du was? Ich verschaffe dir eine Stelle bei Hartenstein. Schließlich bin ich Vorarbeiter. Soll ich Sophie vom Lohn eines Fabrikarbeiters ernähren? Seit dem Untergang ist nichts mehr wie vorher. Es findet sich bestimmt noch ein Weg. Wie denn? Jeder andere hat Sophie doch mehr zu bieten. Magda, warum sitzt du im Dunkeln? Gibt es keine Hoffnung mehr? Das Haus, die Angestellten. Ich habe Max heute entlassen. Er hat es ziemlich gefasst aufgenommen. Ich will nicht ins Armenhaus. Hab keine Angst, Magda. Das werde ich bestimmt nicht zulassen. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, vom Turm die Uhr hat 12 geschlagen. 12, das ist die Zahl der Zeit. Mensch, bedenk die Ewigkeit. Sophie, was machst du denn hier? Nicht so laut. Schlafen doch eh alle. Eben. Hast du getrunken? Klar, wieso auch nicht? Ich habe ja wohl allen Grund dazu. Was ist denn los mit dir? Ich wollte mit dir reden. Du bist so schön. Wie ein richtiger Engel. Du bist wunderbar. Ein wunderbarer Traum. Max! Sophie. Oh, entschuldige. Mein Kopf. Kein Wunder, dass du einen Kater hast. Was machst du hier? Hat dich jemand gesehen? Nein, ich war still wie ein Mäuschen. Was war denn los mit dir gestern Nacht? Du warst ja vollkommen betrunken. Ich war mit Benedikt im Wirtshaus. Ah, so, mit ihm redest du also. Mit mir nicht? Du hast immer noch nicht mit deinem Vater gesprochen. Doch, er hat irgendetwas von einem geplatzten Geschäft erzählt. Aber was hat es mit uns zu tun? Das war nicht irgendein Geschäft, Sophie. Natürlich war er im ersten Moment niedergeschlagen. Aber er findet schon eine Lösung. Das tut er immer. Das dürfte ihm diesmal ziemlich schwer fallen. Ich weiß ja, dass Männer immer ihre Geschäfte machen wollen. Aber wenn es ums Heiraten geht, dann müssen sie halt mal warten. Wir werden nicht heiraten, Sophie. Es ist aus. Magda, du bist schon auf? Und ich dachte, du bist längst in Ägypten. Ich kann euch doch jetzt nicht allein lassen. Du weißt es schon? Es ist grauenvoll. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Du sollst wissen, dass ich jetzt für euch da bin. Tee? Aber du hast dich doch so auf deine Expedition gefreut. Was kann jetzt wichtiger sein als ihr und Sophie? Sie braucht mich doch jetzt. Was soll bloß aus ihr werden?
Junges Mädchen, so ganz ohne Mitgift. Ich würde sie ja sofort nehmen. Aber Jörg, das wäre ja ganz wunderbar. Dann wären ja alle unsere Probleme gelöst. Ich fürchte nur, du willst mich gar nicht als Schwiegersohn. Jörg, niemandem würde ich Sophie lieber anvertrauen als dir. Das ehrt mich. Nur leider bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Wir haben nie darüber gesprochen. Aber ich erhalte eine Apanage, die gerade für mich selber reicht. Eine Frau könnte ich gar nicht ernähren und schon gar nicht ein Gut retten. Na, kleine Sophie, Ach, du bist es. soll ich dich trösten? Na gut. In deiner Situation darfst du auch mal miesepetrig sein. Was redest du denn da? Dass Tante Magda dich unbedingt verheiraten will, weißt du ja selber. Ja, das ist nicht neu. Hilf mir doch mal. Aber wenn sie schon mich in Betracht zieht, als Lösung all eurer Probleme, dann muss es schon ziemlich schlimm stehen. Sie hat dich gefragt, ob du mich heiraten willst? Ja, aber leider reichen meine Finanzen nicht aus. Das ist ja schrecklich. Dass sie mich gefragt hat? Nein, aber ich wusste nicht, dass eine reiche Heirat für uns wichtig ist. Schade, dass ich das Geld nicht habe und schade, dass du mich nicht willst. Das ist ja mal wieder typisch Tante Magda. Jetzt benutzt sie schon ihre geschäftlichen Schwierigkeiten, um mich unter die Haube zu bringen. Vielleicht ist es aber auch wirklich die einzige Möglichkeit. Ach, das glaube ich nicht. Papa würde es niemals zulassen, dass ich einen Mann heirate, nur weil er Geld hat. Vielleicht hat er jetzt keine andere Wahl. Wie meinst du das? Wahrscheinlich bleibt ihm jetzt nichts anderes mehr übrig. Eure Lage ist wirklich sehr ernst, Sophie. Nicht nur, dass keiner mit mir redet. Jetzt will mich Tante Magda auch noch verkaufen. Jetzt beruhig dich und setz dich mal. Papa, ihr besprecht hinter meinem Rücken, dass ihr mich verheiraten wollt. Was ist denn da so schlimm daran? Du hast gesagt, dass ich mir meinen Mann selbst aussuchen kann. Und jetzt machst du plötzlich gemeinsame Sachen mit Tante Magda? Wie kommst du denn darauf? Sie hat Jörg gefragt, ob er mich heiraten würde. Deshalb regst du dich so auf. Ich denke, du magst Jörg. Aber ich liebe ihn nicht. Die Sache Jörg ist jetzt vom Tisch. Papa, versprich mir, dass es meine Sache ist, wen ich heirate. Verzeihung. Bankier Umbach möchte Sie sprechen, gnädiger Herr. Haben wir einen Termin? Er sagte, es sei sehr dringend. Also dann bitten Sie ihn herein. Papa! Es tut mir leid, Sophie, aber das ist jetzt wichtiger. Sie haben kaum was gegessen. All die schönen Sachen und nichts angerührt. Finger weg, das kommt in die Pastete. Sag mal, meinst du, ich sollte in Zukunft ein bisschen weniger üppig auftragen? Sonst sind die schönen Vorräte bald wieder alle. Theo hat gesagt, dass alles beim Alten bleibt. Und solange wir keine anderen Anweisungen kriegen, machen wir so weiter. Hm? Ja, halten wir denn bis zum nächsten Weinverkauf durch? Ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen. Ich halt's wie Theo. Abwarten und Tee trinken. Also, wenn ihr mich fragt, dann haben wir schlechte Zeiten vor uns. Die Gräfin hat letzte Nacht kein Auge zugemacht. Hast du an ihrem Bett gesessen oder woher stammt dieses erstaunliche Wissen? Ihr Bett war völlig verwühlt. Oh. Jetzt sagst du die Zukunft schon aus dem Bettlaken voraus. Pass lieber auf, dass du die teure Tasse nicht zerschmeißt. Weißt du was Neues von oben? Der Bankier ist da. Ja, sag ich doch. Es steht schlimm um uns. Nein. Sophie denkt, dass alles wieder in Ordnung kommt. Die muss es ja wissen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich vermute, nach der Havarie der Rose Eliza möchte Ihr Bankhaus den Kredit zurück. Es tut mir persönlich sehr leid, dass Sie Ihre Ladung verloren haben. Aber wir können uns nicht vorstellen, wie Sie jetzt noch Ihren Verpflichtungen nachkommen wollen. Kann man denn da gar nichts machen? Sie wissen selbst, dass wir das letzte Darlehen nur aufgrund Ihrer Exportprognosen gewährt haben. Können Sie mir nicht einen kleinen Aufschub gewähren, wenigstens ein paar Monate? Wer garantiert uns, dass der Preis beim Verkauf des nächsten Weines nicht wieder so gering ist wie in diesem Jahr? Ihr Besitz ist mit hohen Hypotheken belastet. Wir haben leider keine andere Wahl, als unser Geld zurückzufordern. Ist denn mein guter Name nicht Sicherheit genug? Ich habe Ihnen bisher immer noch den letzten Kreuzer zurückbezahlt, wenn ich Geld von Ihnen brauchte. Nur Ihrer makellosen Reputation ist es zu verdanken, dass wir überhaupt so lange stillgehalten haben. Aber irgendwann zählen ausschließlich die Fakten.
Sie irren sich. Es gibt durchaus noch Menschen, denen das Wort eines Ehrenmannes noch etwas bedeutet. Du sahst auch schon mal besser aus, mein Freund. Zurzeit ist es auch nicht leicht für mich, Boto. Komm, setzen wir uns. Sie sind ja immer noch da. Haben Sie plötzlich Angst vor dem Fluch der Pharaonen bekommen? Manchmal gibt es auch Gründe, eine reizvolle Expedition abzusagen. Ja. Und einer davon heißt Kneifen. Ich weiß nicht, wie Sie es halten, aber einem Freund in der Not beizustehen, ist für mich wichtiger als das Ausgraben von Mumien. Ich bleibe, weil Sophie mich braucht. Gut, dann lass es uns ganz nüchtern betrachten. Wie viel brauchst du? 10.000 mindestens, um bis zum nächsten Verkauf durchzuhalten. Das lässt sich machen. Du leihst mir das Geld? Ich denke schon länger daran, meine Ländereien im Osten abzustoßen. Jetzt habe ich endlich einen Grund dafür. Aber ich muss natürlich erst mit Valerie sprechen. Entscheide ganz in Ruhe, Boto. Ich möchte dich zu nichts drängen. Es handelt sich ja schließlich um Valeries Erbe. Aber sie wird schon nichts dagegen haben. Außerdem sind sie und Magda doch inzwischen Freundinnen geworden. Endlich muss ich dieser langweiligen Magda von Aalen nicht mehr dabei zusehen, wie sie meine Schokolade in sich reinstopft. Und Sophie, diese Unschuld in Person, könnte ich auch keinen Tag länger ertragen. Du musst langsam auch aufpassen mit deiner Schokolade. Wieso? Ja, dein Kleid. So hat das noch nie gespannt. Weibliche Rundungen haben dich doch noch nie gestört. Stimmt. Aber im Moment interessiert mich sowieso nur Otto von Ahlens Untergang. Freu dich nicht zu früh. Noch hast du den Grafen nicht in der Tasche. Wie meinst du das? Otto von Aalen hat reiche Freunde. Einer davon ist mein geliebter Gatte. Kann es sein, dass er ihm Geld leiht? Wofür hat man sonst Freunde? Aber mon General, natürlich musst du unseren Freunden helfen. Ich wusste, dass du das sagst. Denn natürlich sollten wir auch daran denken, dass Otto das Geld vielleicht nicht zurückzahlen kann. Und es ist ja dein Erbe. Ich wäre untröstlich, wenn die liebe Magda Hunger leiden müsste. Was bedeutet das schon Geld? Du bist nicht nur die schönste Frau, du bist auch die großherzigste. Das ist doch selbstverständlich. Schließlich hat der Graf Familie. Was ist dein Püppchen? Ich hätte manchmal auch gerne Kinder. Du willst eine Familie? Sind sie nicht erst die Krönung einer Liebe? Und dann hätte ich jemanden, der mich an dich erinnert. Auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, irgendwann mal ohne dich an meiner Seite zu sein. Valerie, ist das wahr? Du willst ein Kind? Ich wünsche es mir so sehr. Ich habe nur nicht gewagt, dich zu fragen. Aber nein, Boto, das geht nicht. Warum denn nicht? Wir könnten unseren Freunden nicht mehr helfen. Dein Sohn muss doch auch finanziell abgesichert sein. Ist das wahr? Bodo will uns Geld leihen. Ach, das ist wunderbar. Wir sollten ihn zum Essen einladen. Denkst du nicht auch? Mhm. Verhandelt ihr schon wieder über meine Verheiratung? Aber Sophie. Ich wollte euch sagen, dass ich niemals einwilligen werde. Ich heirate keinen Mann, den ich nicht liebe. Du hast kein Recht, immer nur an dich zu denken. Es wird Zeit, dass du langsam Verantwortung übernimmst für das Haus, für die Angestellten und nicht zuletzt auch für Otto und mich. Lass gut sein, Magda. Niemand will dich verheiraten. Außerdem hat sich unsere finanzielle Situation sowieso schon entspannt. Dann sind wir gar nicht mehr ruiniert? Das muss ich unbedingt gleich Jörg erzählen. Baron Withoff möchte Sie sprechen. Ja, komm doch rein, alter Freund. Warum? Foto, bitte. Setz dich. Du weißt,
Ich bin ein Freund klarer Worte. Ich habe leider schlechte Nachrichten für dich. Valerie hat sich entschlossen, mir einen Stammhalter zu schenken. Verstehe. Da musst du natürlich an das Erbe denken. Du weißt, dass ich nichts lieber täte, als dir zur Seite zu stehen. Aber in diesem Fall, es ist ja meine letzte Chance auf eine Familie. Ich würde nicht anders handeln, Boto. Und ich habe sowieso gerade eine andere Lösung. Also, mach dir keine Gedanken. Ich bin mir absolut sicher, dass der Graf mich empfängt. Also bitte, melden Sie mich an. Du musst dir nicht den geringsten Vorwurf machen, Boto. Das Angebot alleine ehrt dich. Ich danke dir, lieber Freund. Wir sehen uns im Club. Bis morgen. Was führt Sie denn hierher? Ist es nicht gut zu wissen, dass man Freunde hat? Ich nehme an, Baron Viethof wollte Ihnen Hilfe anbieten. Sie entschuldigen mich, ich habe zu tun. Natürlich, aber vorher wollte auch ich Ihnen ein Angebot machen. Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass meine Partner nach einem Geschäft mit mir ruiniert sind. Daher wollte ich Ihnen etwas vorschlagen. Siehst du, Jörg, manchmal sind die Probleme so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und ich muss auch keinen reichen Schnösel heiraten. Sie und ich wissen, dass das Gut ein solider Betrieb ist und dass Sie keine Schuld haben an den Schwierigkeiten, in denen Sie stecken. Mir ist meine Situation durchaus bekannt. Ich wollte Ihnen eine Zwischenfinanzierung anbieten. Sie? Zu welchen Bedingungen? Ich bitte Sie. Einem Freund stellt man doch keine Bedingungen. Würde das reichen, bis Sie wieder von Ihren Verkäufen leben können? Das ist sehr großzügig von Ihnen, aber ich weiß nicht, ob ich... Bitte beleidigen Sie mich nicht, lieber Otto. Es wäre mir eine große Ehre, Ihnen zu helfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein einfaches Danke reicht mir schon. Und jetzt will ich Sie nicht länger stören. Dann kannst du dir also wirklich ganz alleine einen Mann aussuchen. Otto hat ganz viel Vertrauen in deinen Geschmack. Erstens ist das berechtigt und zweitens muss ich ja auch mit ihm leben. Ich liebe ihn jetzt schon. Du wirst ihn lieben. Ich würde auch gar keinen anderen nehmen. Ich dachte, der junge Ketteler wäre schon längst in Ägypten. Jörg wollte Sophie in Anbetracht der Lage nicht allein lassen. Hat er denn ernste Absichten, was Sophie betrifft? Warum fragen Sie? Lieber Graf, Sie wissen, ich bin ein vermögender Mann mit erstklassigem Leumund. Nun gut, ich bin nicht von Adel, aber ich habe meinen Weg im Leben gemacht. Und daher, und nicht nur daher, erlaube ich mir, um die Hand Ihrer Tochter anzuhalten. Ich möchte Sophie heiraten. Ah, da ist ja Max. Was will denn der von Heinrich? Jemand, der Arbeit sucht, muss sich überall umgucken. Arbeit? Der hat doch eine. Aber nur bis Monatsende. Mein Vater hat Max rausgeworfen. Aber ich denke, die Krise ist vorbei. Welche Summe benötigst du denn, wenn ich fragen darf? 10.000 Taler. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen meine Tochter verkaufe? Wer will denn Sophie schon heiraten, wenn sie arm ist? Das ist doch Unsinn. Max, alles wird gut.